Das hier sind 100 Schweizer Franken. Im Jahr 1999 bekam man 100 Schweizer Franken für 62 Euro. Heute muss man für 100 Schweizer Franken bereits 105 Euro auf den Tisch legen. In diesen 25 Jahren hat der Schweizer Franken also massiv an Wert zugelegt. Und egal mit welcher Währung man den Franken vergleicht, dem Euro, dem Dollar, dem Pfund, dem Yen, überall zeigt sich ein ähnliches Bild. In diesem Video schauen wir uns die Gründe für diese ungewöhnliche Erfolgsgeschichte an. Und so viel schon mal vorneweg, sie haben wie so oft damit zu tun, dass die Schweiz ihren ganz eigenen Weg geht. In vielerlei Hinsicht ist die Schweiz so etwas wie ein Sonderfall. Sie ist neutral, das heißt, sie ist nicht involviert in militärische Konflikte und hat auch die beiden Weltkriege so gut wie unbeschadet überstanden. Deshalb sieht sich die Schweiz in der Welt manchmal gerne so als Insel der Stabilität, umgeben von stürmischem Gewässer. So wie auf diesen alten Postkarten. Auch politisch ist die Schweiz sehr stabil. Das heißt, große Überraschungen gibt es in der Schweizer Politik eigentlich eher selten. Zudem hat die Schweiz eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und einen starken Finanzsektor. Und die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Diese Insel der Stabilität, gerade wenn es um den Schweizer Franken geht, ist halt tatsächlich etwas dran. Zum Beispiel, wenn die Lage an den internationalen Finanzmärkten wieder einmal eher unsicher ist. Ja, in solchen Situationen zeigt sich oft, dass der Franken als sicherer Hafen geschätzt wird von ausländischen Investoren und Anlegern. Das ist NZZ-Wirtschaftsredaktor Thomas Fuster. Die Schweiz ist ein Land mit funktionierender Rechtsstaatlichkeit, mit einer relativ tiefen Staatsverschuldung. Das sind alles Faktoren, die dann anziehend wirken in solchen unsicheren Zeiten. Das sah man zum Beispiel 2022, als Russland in die Ukraine einfiel. Da stieg der Preis für einen Franken gleich mal um 5 Cent. Diese Stabilität und dieses Vertrauen sind also der erste Grund, warum der Schweizer Franken so stark ist. Ein starker Schweizer Franken, das klingt auf den ersten Blick ja eigentlich toll, aber wir müssen aufpassen, denn er ist ein zweischneidiges Schwert. Ein starker Schweizer Franken ist vielleicht positiv für die berüchtigten Schweizer Einkaufstouristen, die ins benachbarte Ausland fahren, um einkaufen zu gehen. Denn je stärker der Schweizer Franken, desto günstiger der Einkauf im Ausland. Aber zum Beispiel für die Tourismusindustrie in der Schweiz ist der starke Franken ein Fluch. Denn dann können sich weniger ausländische Touristen einen Besuch in der Schweiz leisten. Sie weichen lieber auf günstigere Alternativen aus. Das Gleiche gilt für Schweizer Firmen, die ihre Produkte ins Ausland exportieren. Allerdings kann man dort einen spannenden Effekt beobachten. Also die ständige Erstarkung des Frankens ist eigentlich so etwas wie ein Fitnessprogramm für die Schweizer Exportindustrie. Weil der starke Franken führt ja dazu, dass die Produkte dieser Exportunternehmen auf den ausländischen Märkten teurer werden. Und damit man trotz höherem Preis wettbewerbsfähig bleibt, muss man halt besonders innovativ sein und besonders produktiv. Und das ist eigentlich den Schweizer Exportunternehmen in den letzten paar Jahrzehnten relativ gut gelungen. Die Schweizer Exportindustrie hat in den letzten Jahren trotz diesen erschwerten Bedingungen sogar einen Handelsüberschuss erzielt. Das heißt also, die Schweiz exportiert mehr, als sie importiert. Was dann wiederum dazu führt, dass der Schweizer Franken weiter aufgewertet wird. Dieser Handelsbilanzüberschuss der Schweiz führt nun dazu, dass natürlich die ausländischen Käufer, die Schweizer Produkte oder Dienstleistungen erwerben wollen, Franken brauchen, damit sie diese Produkte kaufen können. Entsprechend steigt die Nachfrage nach dem Franken und dann steigt natürlich auch der Wert des Frankens. Diese starke Exportwirtschaft und der Handelsüberschuss sind also der zweite Grund für den starken Franken. Ein weiterer Faktor: die Schweizerische Nationalbank, kurz SNB. So heißt die unabhängige Zentralbank, die in der Schweiz für die Geldpolitik verantwortlich ist. Und die macht gewisse Sachen ein bisschen anders als andere Zentralbanken. In der Regel haben Zentralbanken, wie beispielsweise die Federal Reserve in den USA, verschiedene Aufgaben gleichzeitig. Sie müssen einerseits die Inflation tief halten und sollen andererseits für maximale Beschäftigung sorgen. Die SNB hingegen verfolgt kein sogenanntes Doppelmandat, sondern konzentriert sich vor allem auf ein Ziel: die Wahrung der Preisstabilität. Das heißt, die SNB muss primär dafür sorgen, dass die Inflation niedrig bleibt und der Franken eine hohe Kaufkraft beibehält. Dazu kann die SNB den Frankenkurs sogar mehr oder weniger direkt beeinflussen, und zwar mit sogenannten Devisenmarktinterventionen. Das klingt kompliziert, ist aber im Grunde genommen relativ einfach.
Wenn die SNB den Schweizer Franken bremsen will, verkauft sie Franken im großen Stil und kauft dafür Fremdwährungen wie Dollar, Euro oder Yen. Weil nun mehr Franken auf dem Markt angeboten werden, sinkt der Preis. Genau das hat die SNB in früheren Jahren oft gemacht, um eine zu starke Aufwertung des Frankens zu verhindern. Mit der Zeit hat sich dadurch aber ein riesiger Berg Devisen angehäuft, also eben Dollar, Euro und Yen. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die SNB im Jahr 2022 damit begonnen, diese Devisen wieder zu verkaufen. Jetzt in den letzten paar Jahren ergab sich die Möglichkeit, einen Teil dieser Devisen wieder abzustoßen, weil man ja Interesse hatte, dass der Schweizer Franken eine gewisse Stärke hat, weil dann die Importgüter billiger sind und so die Inflation bekämpft werden kann. Das hat dazu geführt, dass der Franken im Vergleich zu anderen Währungen nochmals deutlich an Wert zugelegt hat. Wir sehen also, es gibt verschiedene Gründe, warum der Schweizer Franken so stark ist. Der Franken ist ein sicherer Hafen, die Exportwirtschaft ist besonders erfolgreich und die Nationalbank beeinflusst den Kurs ganz direkt. Natürlich weiß niemand, wie sich die Wechselkurse entwickeln werden, aber vieles spricht dafür, dass die Erstarkung des Frankens auch in Zukunft anhalten wird. Einfach deshalb, weil in der Schweiz tendenziell die Inflation bedeutend niedriger ist als in anderen Währungsräumen und auch deshalb, weil dieser Effekt des sicheren Hafens mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft spielen wird. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht für die meisten hier im Land, weil die Kaufkraft der eigenen Währung hoch bleibt und wahrscheinlich kann die Exportwirtschaft mit dieser Erstarkung auch sich arrangieren, solange diese Erstarkung nicht mit allzu starken Sprüngen geschieht. Gut möglich also, dass man in Zukunft noch tiefer in die Tasche greifen muss, um sich eine solche 100er-Note leisten zu können. Falls du wissen möchtest, warum die Schweiz das Problem mit der Inflation so gut in den Griff bekommen hat, habe ich dir hier einen Artikel von Thomas verlinkt. Und in diesem Video hier musste Damieta lernen, dass auch in der Schweizer Politik so manches anders läuft, als sie das aus Österreich kennt.